Hallo Leute, Darts1005 hier mit Let's Play SOMA. Ja, wir sind hier im Obergeschoss von Omnicron und da drüben ist der Power Room, da wollen wir rein. Nichtsdestotrotz haben wir in der letzten Folge das Strukturgel und den Cortex-Chip gefunden, das heißt es fehlt nur noch der Battery Pack. Aber gerade der wird lustig und ich würde sagen, wir gehen einfach mal in den Power Room und gucken, ob wir den Battery Pack irgendwo finden können. Ich hoffe doch. Auch wenn ich ganz ehrlich keine Lust habe. Nur kurz in die Storage gucken, ob wir hier irgendwas Interessantes finden können. Nö. Nur ein bisschen Zeug, was es halt in der Storage so zu sehen gibt. Und dann machen wir das Licht aus und gehen in den Power Room. So. Es wird nicht ohne Grund gespeichert. Wir haben hier einen Wartungsschacht, der zu ist. Und ja. Let the party begin, sag ich dir nur. Okay. So, hier werden diese Battery Packs gelagert in diesen Kästen. Wiederauflader Lithium-Schwefelaxid-Akku, die brauchen wir. Leider sind in diesem Kästchen keine mehr drin. Aber da weiter hinten gibt es welche. So viel will ich euch schon mal sagen. So, das Licht fällt nicht ohne Grund aus. Ja, denn ich muss mich jetzt selber erstmal wieder kurz orientieren hier. Tut mir leid, aber es ist so. So. Und zwar ist da hinten einer der Kollegen und ihr werdet es nicht glauben, der bewacht einen dieser Akkupacks. Ach Gott, ach Gott. Da hinten ist das Kästchen, wo die Akkupacks drin sind. Und ja, wie gesagt, er bewacht den. Und wir kommen nur an diese Akkupacks ran, indem wir ihn da weglocken. Und ihr werdet es nicht glauben. Aber ich muss es einfach so sagen, wir kriegen diese Akkupacks nur, indem wir jetzt dahin gehen und den guten Kerl weglocken. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe keinerlei Lust, aber mir bleibt ja nichts anderes übrig, ne? Da steht er und er wartet nur darauf, dass wir kommen, aber ich muss es tun. Ich mag nicht. Okay. So, er hat mich gesehen. Und raus. Nein! Goddammit! Gott, da kommt er. Ich hasse Baukreaturen. Gottes Willen. Macht zu hier, bitte. Und wir haben keine Heilung gebraucht, aber ich nehme sie trotzdem mit. Gottes Willen. Na gut. Irgendwie hatte ich das beim ersten Mal schlimmer in Erinnerung, ganz ehrlich. Okay, und wir haben auch hier dem Teil den Saft entzogen, aber das macht nichts. Ja, habt ihr eines der Wow-Monster gesehen? Und ich bin ganz ehrlich, ich hatte das beim ersten Mal viel dramatischer in Erinnerung. Ich habe keine Ahnung, warum das jetzt eigentlich so, wie soll ich es beschreiben, unproblematisch war. Denn beim ersten Mal hatte ich da echt Probleme, irgendwie den wegzulocken. Gut, ich wusste auch ganz ehrlich nicht, wie es geht. Also ich bin dahin, habe immer gedacht, der
macht dann irgendwas und bin wirklich direkt auf ihn zu und dann irgendwann auf einmal dreht er sich um und kommt auf mich zu. Das ist im ersten Moment natürlich schon etwas, ja, interessant, möchte ich sagen. Und man zuckt schon kurz, aber ja, na gut. Man hat auch gesehen, der hat relativ stark geleuchtet, also der hat ein sehr hohes elektromagnetisches Feld ausgestrahlt. Aber ja gut. Das soll jetzt in dem Fall völlig Wumpe sein. Wir gehen jetzt mal weiter runter, denn wir haben alle Zutaten. Oder alle Gegenstände vielmehr. Und schauen wir, ob wir jetzt weiterkommen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, eine Überraschung kommt noch auf uns zu. Genau. Deswegen auch der Autosave hier. Und zwar hier nämlich. Wir müssen ja dann da drüben rein, aber... so leicht geht es natürlich nicht. Seht ihr ihn? Das ist der Typ aus dem Power Room da oben. Das ist der Typ aus dem Power Room. Der will uns einfach nicht in Ruhe lassen. Jung! Könntest du? Oder hast du keinen Bock oder wie oder was? Hallo Jung! Na gut. Gut, wir gehen einfach weiter. Nach hinten durch. Und hoffen, dass wir da... Ja, ich gebe ja schon alles. Danke, Catherine, danke. Okay. Piss off another one of WoW's monsters. We have everything we need, right? Ja, Yeah. Let's get to work. wir haben alles, was wir brauchen. Und die Tür kann ich nie mehr öffnen. Oh Gott, das Monster aus dem Power Room. Es ist so gut drauf. Na gut, dann machen wir jetzt Folgendes. Wir setzen den Cortex-Chip da oben ein, in den toten Körper rein. Nom nom nom. Don't worry, it'll work. Aber es ist genauso wie bei Simon, also der ist genauso aufgebaut. Also zumindest der Körper, den er jetzt aktuell hat. Den Battery Pack dazu, dass Strom vorhanden ist. Und über das ganze Struktur geht drüber. Alright, try activating the suit from the terminal again. Sollte jetzt eigentlich soweit klappen. Denn jetzt denkt der PC, dass das wieder ein lebensfähiger Organismus sein müsste, auch wenn es eigentlich nicht so wirklich so ist, aber naja. Schauen wir mal. Sieht ganz gut aus. I can't believe we're doing this. It will be fine. Then why don't we put you in the suit? I was gonna suggest that if you refused. You'd go without me. I need to do this, Simon. This is important. I need to launch the Ark. You'd really do it. Change body. Yes, if you want to stay here, I'm not gonna stand in your way. I don't want to tell you what to do. What would it be like before? Close my eyes and then... And then open them again. All right. Let's do it. Thank you, Simon. Go sit in the pilot seat in the next room. You might need to boot it up. Okay, also das Ding ist auf jeden Fall kalibriert. Der Anzug wäre jetzt soweit betriebsbereit, aber natürlich stecken wir jetzt noch nicht in dem Anzug, sondern diese Dame hier, diese Relay Herber, eine Disponentin aus Omnicron. Also zumindest denkt der PC das. Auch wenn es mittlerweile wahrscheinlich mehr Elektro-Gedöns ist wie was anderes. Und ja, wir haben jetzt so einen Pilotensitz, den kennen wir ja auch noch. Aber den müssen wir erstmal aktivieren. We need to loop back the activity manifested by your current Cortex chip, run it through the amplifier, feed it into the new chip, and then make sure it's synced. You lost me halfway there. You don't really need to understand it, just make them line up. Also man sieht schon hier diese, ja, zwei Kurven, die da durcheinander huschen. Okay. Die so durcheinander huschen und wir müssen die beiden Signale halt auf, ja, gleiche Frequenz, gleiche Amplitude und alles bringen. Von der Frequenz, gut, ich habe da jetzt vielleicht einen kleinen Vorteil, aber man kriegt das auch durch Ausprobieren raus. Ein bisschen elektrotechnischen Hintergrund hilft da weiter, also die Frequenzen sind ja ziemlich unterschiedlich, wie man sieht. Und die gestrichelte Kurve, ich glaube man verändert die gestrichelte, genau, man verändert die im Hintergrund, also die durchgezogene. Die muss man den Frequenzen her anpassen und jetzt sollten wir die Frequenz etwas niedriger machen.
Das sieht schon mal ganz gut aus. Viel niedriger geht nicht. Den Ausgleich vielleicht noch etwas niedriger. Das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Und die Amplitude, also das ist die Höhe der Kurve, die etwas dazu drehen noch. Sieht schon mal sehr, sehr gut aus. So ungefähr vielleicht? Ja, schaut euch das mal an. Traumhaft. Parameter Stern. You can climb into the pilot seat now. Already? I have everything under control, so please, have a seat. Das sieht doch sehr, sehr schön aus. Also gut. Go sit in the... Ja, wir setzen uns schon. Ist schon gut, Captain. Sorry about any discomfort. This should be over soon. It's like having your picture taken. But with the most expensive camera in the world. You know, Indian stock photos would steal their souls. In this case, they'd be right. Das habe ich auch schon irgendwo mal gehört in Toronto. Cool. There must be something wrong. Can't you run a diagnosis or something? What was that? No, it's just... Why was it still talking? It's the same like before. Catherine, why was he still talking? That's how it works, you know that. What do you mean? You know it's not magic. You were copied. The sleeping Simon in the seat was copied, and now you are here, just like Simon lived on in Toronto. God damn you, Kath. 2 Simons? There can't be 2 Simons. What did you think would happen? That you were gonna take my mind and put it into another body, like a brain transplant. I'm sorry, it wouldn't work that way. You realize how messed up this is? Please, I didn't mean to upset you. How did you expect me to react to this shit? Please stop. You're fucking disgusting. Naja, so kann man What's es auch. gonna happen to him? He'll sleep for a while, a few days. And then what? Wake up in this fucking nightmare again? All alone? So cruel. Well, what do you want me to do with him? Make friends? Let him know that we have to leave him behind when we go into the abyss? What if he didn't need to wake up? You'd do that? I don't know. Maybe. There. I set it up for you. Hit the switch if you want to drain his battery. He'll die within a minute. I'd rather not stay plugged in any longer. Naja. Also wir sind auf jeden Fall jetzt in dem Körper dieser Dame, den wir ja etwas modifiziert haben mit Strukturgel und allem möglichen Gebimse. Und ja, das hat soweit ganz gut funktioniert, unseren Hirn zu kopieren. Und hier sehen wir jetzt den alten Simon, also in seinem alten Anzug, der auch mit Strukturgel irgendwo behaftet ist, wie man sieht. Und der schläft jetzt da sehr, sehr friedlich. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe mich auch beim ersten Mal so entschieden, denn ich finde es auch ekelhaft, dass er weiterlebt und irgendwann aufwacht und ganz alleine ist, keiner ist mehr da und was soll das Ganze? Wir sind in Toronto gestorben, höchstwahrscheinlich durch den Kometen, und warum sollte jetzt diese Kopie von Simon überleben, wenn wir jetzt in diesem Anzug stecken? Es soll nur einen geben und deswegen drücken wir da drauf. So, jetzt kann man wirklich zuschauen, wie die Augen langsam schwächer werden. Und wie er ganz friedlich einschläft. So, das war alles. Er hat sich von der Welt verabschiedet und ich finde, das ist das einzig Richtige, was man machen kann. Denn ihn weiterleben zu lassen, ich finde das keine gute Lösung, da bin ich ganz ehrlich. Aber gut, das kann jeder für sich selber entscheiden. Das Omnitool ist ausgeworfen, können wir nehmen. Und dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Einmal schwenken bitte. So, hätten wir das auch wieder erledigt. Meine Güte. Aber auf jeden Fall bis hierhin sehr, sehr interessant, das muss ich schon sagen. Sehr, sehr cool gemacht, das alles. Jetzt schauen wir einfach mal, was uns da außen erwarten wird. Wir sollten ja jetzt eigentlich zur Aufzugsplattform kommen. Die soll es ja in Omnicron angeblich geben. Und ich hoffe es, ganz ehrlich. Sieht aber sehr, sehr gut aus, meine Herren. Ups. Okay, einmal saven. Gut, es gibt mehrere Wege. Ich glaube aber, dass das der richtige ist. Wir schauen erst nochmal hier entlang. Oder war das der richtige?
Ich bin mir nicht sicher. Jo, das ist der richtige. Hier können wir nicht runter. Da ist alles kaputt. Und man sieht von hier hinten mal Omikron. Die Station. Man sieht jetzt nicht wirklich viel, ich weiß, aber naja, man sieht zumindest ein bisschen was. Und das soll doch auch ganz okay sein. Gut, dann gehen wir da hinten hin. Und gucken einfach mal, ob wir in den Abgrund runterkommen. Na, das sieht wesentlich besser aus. Ja. Und schon sind wir in der Aufzugsplattform. Und da ist ein Helfer. Gut, setzen wir das Omnitool mal rein. Are we done here? Yeah, Activate the climber, please. sure thing. Okay, oh, ich kann die Passagiere hier anpassen. Wir sind ja eigentlich nur einer. Was heißt ACR? Runter, hoch, halt. Hoch, runter, halt. Also, wo wir hinwollen. Also, wir wollen hier runter. Ein Passagier. Und dann wahrscheinlich den Hebel, oder? Schätze ich jetzt einfach mal. Ja, das sieht sehr gut aus. Okay. Dann nehmen wir Platz. Und es geht runter in den Abgrund. Finde ich jetzt auch sehr schön gelöst hier. Have we figured out what happens when we die yet? Is that even possible? Is there some kind of afterlife? Do you think my place is taken? The real me died like 100 years ago. Is there still room for me? And what about the Simon I killed at Omicron? What do you think, Catherine? Is there a heaven full of redundant copies of the same people? Is there someone up there who called me an imposter? It's dumb luck, right? I woke up in the right body. I basically flipped a coin, and if I had called the wrong side, I'd be rotting away at Omicron. I mean, there's nowhere to know, right? You didn't hit the make sure Simon wakes up in the right body switch, did you? Not that you would know. I mean, he would still claim to be the right Simon. Christ. This is awful. We did an awful fucking thing. And you wouldn't mind? Why would you? How could you know that it's not me, the me that I am, the same that I've always been? Please say something. I don't want to think. Please. I don't know what to say. I don't want to upset you. Say anything. When I was little, I used to climb the stairs all the way to the top of the building. And I can still feel how I had to, tuck my arms so I could push the heavy steel door open. Well, the first time that I dared go up there, I stepped out onto the roof and watched the smog rise and fall over Taipei. I got all the way up to the corner ledge and, I felt the warm wind in my hair and the sun was setting and the streets below were shadowed by the tall buildings. The people pushing through the crowd flowed like paint from an artist's brush. Street food vendors filled the air with aromas of all my favorite foods. For a brief moment, I felt connected to the world in a way that I never had before. It was the most profound feeling of comfort and sense of belonging I could ever hope for. I really never felt the same way again, but I went up to the roof many times after. I'm not religious, but I can see why people would be. The privilege of being makes a strong case, at least every once in a while. Do you still feel that sense of awe? Even like this? Things are different, but we're still here. What's the point of going on? Everyone's gone. All the people still left are digital copies trapped in computers at the bottom of the sea. We'll never be able to rebuild or reclaim what we were. Are you really so unhappy being what you are, or is this about the man who went for a scan 100 years ago? Both, I guess. When I was back in Toronto, even the worst case, the darkest futures I could predict, they at least included my previous life somehow. I feel so uprooted. There's nothing here that I recognize, nothing that makes me feel like I belong. Even if we make it to the Ark, would it be any different?
I'd still be alone. No friends. No family. You could make new friends. I'm sure everyone would like to know the time traveler. If not, you still have... Ganz toll. Catherine? Kath? Hello, Catherine. What happened? So eine Kacke. So, wir gucken mal. Also, kurze Unterbrechung mal. Ich fand das bisher sehr, sehr schön gelöst, dass man hier eine kleine Diskussion mit der Catherine führt und ja, dass man hier auch auf dem Monitor sieht, die Tiefe wird angezeigt, die verschiedenen Meereszonen und schaut euch mal die Tierwelt an. Cool. Und auch die verschiedenen Meereszonen werden angezeigt, also ja, welche verschiedenen Bereiche es gibt, was da für Leben herrscht und, aber, so wie es aussieht, jetzt haben wir irgendein kleines Problem. Aber ob wir das Problem lösen können, werden wir leider erst in der nächsten Folge erfahren. Ich weiß, ich bin gemein, aber das ist halt so. Ich bin der A205 und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaut doch beim nächsten Mal wieder rein. Dann werden wir es erleben. In diesem Sinne, bis dann und ciao, ciao.